Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Der Song of Storms ist wahrscheinlich das bekannteste Lied aus den Zelda-Spielen. Das hier. Und es ist auch gar nicht schwer zu spielen. Wenn man sich die Harmonien und Melodie nicht selber heraushören will, dann findet man auch leicht Noten für Piano im Netz, die man im Prinzip genauso auch auf dem Akkordeon spielen kann. Ich möchte hier in dem Video auf ein paar Einzelheiten eingehen, euch ein paar Tipps geben, falls ihr auch probieren wollt, es auf dem Akkordeon zu spielen. Fangen wir mit dem Bass an. Die Figur ist einfach und immer dieselbe. Nur die Harmonien ändern sich. Es fängt an mit d-Moll, e-Moll, F-Dur, e-Moll. Hier gibt es aber eine Schwierigkeit auf dem Akkordeon. Der Sprung zwischen e-Moll und F ist recht weit. Mit etwas Übung zwar machbar, aber nicht gerade angenehm zu spielen, finde ich. Da gibt es einen kleinen Trick, wie man diesen Sprung umgehen kann. Ich spiele statt e-Moll hier und überall in diesem Lied G-Dur mit E als Basston. Das ergibt zusammen e-Moll 7, hat also ein zusätzliches D. Das passt harmonisch auch hinein. Außerdem ist später in der Melodie an der Stelle sowieso auch ein D zu hören. Daher verändert man die Harmonien durch diesen Trick nicht wirklich. Es ist aber dafür deutlich einfacher zu spielen. Man muss überhaupt nicht mehr springen. Das Intro und später das Zwischenspiel besteht eben aus dieser Akkordfolge d-Moll, e-Moll, F-Dur, e-Moll, zweimal hintereinander. Dann kommt der Teil, wo die Melodie einsetzt. Der beginnt wieder mit d-Moll, e-Moll, F-Dur, e-Moll, also e-Moll 7 statt e-Moll genauer gesagt. Dann B-Dur, F-Dur, d-Moll, A-Dur. Der Teil wird wiederholt, also wieder d-Moll, e-Moll, F-Dur, e-Moll und dann. Bei dem F in B-Dur, F-Dur, d-Moll, A-Dur spiele ich normalerweise das hier. Also noch einen C-Basston dazwischen. F, C, F, also F-Bass, C-Bass, den F-Dur-Akkord. Dann kommt das Zwischenspiel, das identisch mit dem Intro ist, und dann der zweite Melodieteil, der identisch mit dem ersten ist, zumindest was den Bass angeht. Also weiter mit der Melodie. Ich benutze das Musette-Register. Falls euer Akkordeon das nicht hat, passt das normale Tremolo auch. Im Intro und Zwischenspiel spiele ich die Akkorde mit, also d-Moll, e-Moll, F-Dur, e-Moll, und zwar so. Die Melodie kennt ihr ja. Sucht einfach Pianonoten, wenn ihr sie nicht heraushören oder hier abschauen wollt. Zum letzten Melodieton kann man ein kleines Glissando einfügen, so wie hier.
Danach kommt ein Zwischenspiel, das identisch mit dem Intro ist. Dazu muss man wieder nach unten springen auf das D. Wenn man das direkt macht, klingt das so. Das klingt etwas abgehackt. Schöner wäre es, wenn man den letzten Ton der Melodie noch etwas länger aushalten würde. Dazu muss man aber ganz schnell den Finger wechseln, vom Daumen auf den kleinen Finger, so wie hier. Das ist nicht ganz einfach, klingt aber um Längen besser, als wenn man den Ton abkürzt oder die Akkorde im Zwischenspiel weglässt. Der zweite Melodieteil ist identisch mit dem ersten, nur eine Oktave tiefer. Da erspart man sich am Ende auch den Sprung. Wenn man möchte, kann man die Melodie auch ein bisschen ausschmücken. So oder so. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Viel Spaß beim Nachspielen.